entvölkert werden. And we're now in chapter 7. Wir sind jetzt im Kapitel 7. So there we have this genealogy. Wir haben also die Stammbäume. Because it's really important that everyone knows who the really Jewish people are. Denn es ist wirklich wichtig, dass jeder weiß, wer die jüdischen Leute waren. They had to prove that they were properly Jewish. Sie mussten beweisen, dass sie wirklich jüdisch waren. So this registration is based on their genealogical records. You got it. Also, ihre Registrierung beruhte auf den Stammbäumen, dass sie da drin waren. So it's now almost 100 years Es sind jetzt also 100 Jahre vergangen, that the records were listed here. wo diese Registrierung in den Stammbäumen stattgefunden hat. But it's nearly identical to the one in Ezra. Aber es ist ungefähr identisch mit dem in Israel. There are a few minor discrepancies, Da gibt es ein paar kleinere Unterschiede, but it's thought that's probably translation. aber wahrscheinlich ist es in der Übersetzung. Because although they were very careful, they sometimes did make mistakes. Und auch wenn sie ziemlich vorsichtig waren, haben sie manchmal Fehler begangen. And so we'll come to the final reforms. Also kommen wir zu den letztlichen Reformen. And we're now in chapter 8. Jetzt sind wir in Kapitel 8. So I have a reminder of the calendar again. Ich habe nochmal eine Erinnerung an den Kalender. And the Festival of Trumpets and Booths, as you remember, are very important. Und die Feste der Trompeten und Laubhüttenfest waren wichtige. And they're in the 7th month. Die sind im 7. Monat. And you have the memorial blowing of the trumpets. Und ihr habt die Erinnerung, also das Blasen der Trompeten. And there's the beginning of the Jewish civil year. Und dann beginnt das jüdische Kalenderjahr. And then there is the public reading of the Torah. Und das öffentliche Lesen der Tora. And then there's Yom Kippur, which is the national atonement. Und dann gibt es Yom Kippur, was die nationale Sühne ist. And you remember the high priest enters the Holy of Holies. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an den hohen Priester, der ins Allerheiligste geht. And he offers incense. Und er wird Räucheropfer bringen. And he offers blood for himself. And he offers blood for the people. Und er opfert Blut für sich selber und für das Volk. Once a year, the high priest enters the Holy of Holies. Einmal im Jahr geht der hohe Priester ins Allerheiligste. And you have the goat ritual. Und du wirst das Ziegenopfer haben. Going off into the wilderness with the sins of the people. Also den Ziegenbock, der in die Wildnis geht für die Sünden des Volkes. And you have the Feast of Booths. Und ihr habt das Laubhüttenfest. Yes, Jonathan. You said one time in the year. When did they start with counting the time? That a year is 365 days. When did it start? Wann haben sie angefangen, das Jahr zu zählen? Do you know that? We know that they had some kind of calendar. Wir wissen, dass sie einen Kalender hatten. But when they actually started this calendar, we're not quite sure, but they would have done it with the moon. Also wann sie ihren Kalender angefangen haben im Jahr, das ist nicht ganz sicher, aber sie würden es mit dem Mond And getan the haben length of days. und mit der Länge der Tage. But I don't know how they came about. I don't know how they came about the exact calendar. Und ich No. weiß nicht, wie sie auf ihrem Kalender exakt gekommen sind. It probably would have been based on length of days, and so then they know the harvests Also es würde wahrscheinlich mit der Länge der Tage zusammenhängen und der Ernte. and the growing seasons. Und wenn das Getreide wuchs. But
It's a good question, and it's one that you can really look into. Aber es ist eine gute Frage und eine, wo du dich nochmal mehr mit befassen kannst. Very detailed. Sehr detailliert. Didn't you write it there? The beginning of the Jewish civil year was that? Rosh Hashanah, the next one? Isn't that what we asked? No, I think it was when it all started, when the 366 days started. Oh, okay. Is that right? Mhm. It's okay, I just didn't get it then. Like what this means, I didn't get. What's the beginning of the Jewish civil year? That's not this one. The Jewish New Year is different to the civil year. So, Jewish New Year, it still is it's celebrated at a different time of year to the one that we celebrate our New Year. Mhm. Also das jüdische neue Jahr ist anderes wie das jüdische Volk. Neue Jahr von uns. Okay. And so we've got the Ezra reading the law. Also Ezra liest die Tora, das Gesetz vor. And so the public reading was for those who could understand. Das öffentliche Lesen war für die, die verstehen konnten. So it mentions that, and the reading of the law would be in Hebrew. Also es wird erwähnt, dass das Lesen auf Hebräisch passieren würde. So there were a lot of people, obviously, who couldn't understand Hebrew Es gab also viele Leute, die kein Hebräisch verstanden, because they come from Babylon, where it was Aramaic. denn die kamen aus Babylon und dort wurde auch Aramäisch gesprochen. So the Levites then, who knew Hebrew, would assist them, Und die Leviten, die Hebräisch konnten, die haben ihnen geholfen. either through translation Entweder durch Übersetzung or through giving them the sense of the meaning. oder indem sie ihnen geholfen haben, den Sinn zu verstehen. So this is probably the first instant of someone translating the Bible. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, wo jemand die Bibel übersetzt hat. It's a bit like what we're doing now in some ways. So ähnlich wie das, was wir jetzt gerade tun. And also, you read that Ezra was on a platform Und du liest auch, dass Ezra auf einem Podest stand. or a pulpit. Ja. Yeah, so the tradition has gone on that people still read from a platform or a pulpit. Und diese Tradition, die sehen wir immer noch, dass Leute von einem Podest aus lesen. And also that people stand when they listen to the word. Und auch, dass Leute stehen, wenn sie dem Wort zuhören. And so that's where this comes from, that the churches still practice this. Und daher kommt diese Tradition, die wir heute auch noch haben, was die Kirche das macht. And they listened, and as I mentioned, if they didn't listen, then they wouldn't have any understanding of the word. Und sie haben zugehört, denn wenn sie nicht zugehört haben, dann konnten sie auch das Wort nicht verstehen. And often that's still true, that some people, the only time they hear the word of God is when they go to church. Und es ist immer noch wahr, dass viele Leute nur dann das Wort hören, wenn sie in die Kirche gehen. But we're blessed that we actually have the word, Und wir sind gesegnet, dass wir das Wort auch haben. and we can read and study it for ourselves whenever we like. Und dass wir es lesen und studieren können, wann auch immer wir wollen. And we have the Holy Spirit of God to guide us, Und dass wir den Heiligen Geist haben, der uns leitet. which is amazing. Und das ist sehr toll. So they celebrated the Festival of Booths. Sie haben also das Laubhüttenfest gefeiert. So presumably the second day's passage brought them to the talking about the Festival of Booths. Also haben sie wahrscheinlich am zweiten Tag der Lesung, das hat sie zum Laubhüttenfest gebracht. So initially the people were greatly agitated because they realized how much they'd gone against the covenant. Und die Leute haben dann sehr begriffen, wie sie den Bund verletzt haben. But Nehemiah and Ezra encouraged them not to grieve, but to celebrate, because they now had the law.
Aber Esra und Nehemia hat das Volk ermutigt, dass sie nicht trauern, sondern dass sie sich freuen, weil sie jetzt das Gesetz hatten. And so they built these shelters as the law stipulated. Also haben sie diesen Schutz gebaut, da wo das Gesetz verlesen wurde. And they did what it was said, and they rejoiced for 7 days. Und sie haben getan, was da geschrieben steht. Sie haben sich für 7 Tage gefreut. And each day Ezra would continue to read from the Torah. Und an jedem einzelnen Tag hätte Esra die Tora vorgelesen. And so then, after this festival, Nach diesem Fest they began to formally express and be repentant of their sins. da haben sie... Sorry, can somebody close the window? Sorry. It's not the rain is on. No, but it's... I can't focus. Nach dem Fest haben sie Buße getan. Yes. So after the festival, they began to be sorry for their sins. Also nach den Festen haben sie ihre Sünden bereut. And they repented as a whole. Und sie sind alle gemeinsam umgekehrt. And so they divided the day. Some of it they were listening to the Torah, Und sie haben den Tag aufgeteilt. Manche haben der Tora zugehört. and some of it they were confessing their sins, Und zum anderen Teil haben sie ihre Sünden bekannt. and then they were worshipping God. Und dann haben sie Gott angebetet. And so the two groups of the Levites would help them in this. Und die 2 Gruppen der Leviten haben ihnen dabei geholfen. And one group leading in the confessions, Eine Gruppe hat sie in dem Bekenntnis angeleitet and the other in the praises. und die andere im Lobpreis. And that was what happened in the ancient times in Deuteronomy. Und das ist auch in den vorherigen Zeiten im 5. Mose passiert. So then you have the Levitical prayers of confession Dann habt ihr das levitische Bekenntnisgebet in chapter 9, in Kapitel 9. and they exalt God Und da erheben sie Gott. because He's creator of the universe, Denn er ist der Schöpfer des Universums. because of His covenant with Abraham, Denn er ist der Bündnispartner mit Abraham. and He redeemed Israel from Egypt. Und er hat Israel aus Ägypten erlöst. And so they're remembering the goodness of God in the past, Und erinnert sich an die Güte Gottes in der Vergangenheit. and they exalt Him because of the law given at Sinai. Und sie haben ihn auch als Gesetzgeber am Sinai gepriesen. And then there's a confession time Und da ist eine Zeit des Bekennens, because they have violated the covenant, denn sie haben den Bund übertreten. and they're thankful for God's mercy, Und sie sind dankbar Gottes Barmherzigkeit gegenüber. and they reflect on the rebellion of worshipping the golden calf, Sie denken über die Rebellion nach, als sie das goldene Kalb angebetet haben, which was in Exodus, im 2. Mose. and God's great compassion that He didn't leave them, but He has stayed with them. Und auch Gottes große Leidenschaft, dass er sie nicht verlassen hat, sondern dass er bei ihnen blieb. And in spite of their idolatry, God gave them Canaan. Und trotz ihres Götzendienstes hat Gott ihnen Kanaan gegeben. And then there's more confession Und da gibt es noch mehr Bekenntnisse of their ongoing violations against the covenant. da wo sie den Bund übertreten haben. And you'll see it during the period of judges and during the period of kings. Während der Zeit der Richter und der Könige. And so they come to the realization after this that there is nothing more that God could do with them than send them into exile. Also erkennen sie, dass es dann nicht mehr gab, als dass Gott sie ins Exil schicken konnte. So they come to that understanding. Also haben sie das verstanden. And that's why they had the foreign domination of the Persians. Und deshalb wurden sie auch von den Persern regiert und beherrscht. And so then they put themselves under oath to obey the Torah. Also haben sie sich selber unter einen Eid gestellt, dass sie die Tora folgen wollen. And you'll see in chapter 10 that they promised to obey. Und ihr werdet in Kapitel 10 sehen, dass sie versprochen haben zu gehorchen. And they promised that they will be racially pure, Sie haben versprochen, dass sie rein bleiben werden als Volk and that they won't go after the other
gods and idolaters. Und dass sie nicht anderen Göttern nachlaufen werden. And they promised to keep the Sabbath holy to God Sie haben versprochen, den Sabbat zu halten, heilig für Gott. and to provide gifts for the temple. Und dass sie Geschenke für den Tempel bringen würden. And they also promised to bring wood for the sacrifice for the fires Sie versprachen auch, Holz für die Opferfeuer zu bringen. and to fulfill their obligations of giving of the first fruits to God. Sie versprachen, ihre Pflicht bezüglich der Erstlingsgaben gegenüber Gott zu erfüllen. And to dedicate their firstborn to God, Sie versprachen, den Erstgeborenen Gott zu weihen. and they promised to pay tithes. Und sie haben versprochen, den Zehnten zu bezahlen. So there's a lot of confession going on, Da gibt es viele Versprechen and there's a lot of promises und as they come to understand the covenant viele Versprechen da, wo sie den Bund verstehen. and where they've really gone wrong, Und da, wo sie verstehen, was sie falsch gemacht and haben. their desire to walk with God. Und ihren Wunsch, Gott nachzufolgen. So this is a letter, Hier haben wir einen Brief. and it's from a Hananiah in Jerusalem, Es ist von Hananias aus Jerusalem. who encourages the Jews in Egypt Und er ermutigt die Juden in Ägypten, to celebrate the Passover. sodass sie das Passafest feiern. So it's quite possible that he was the brother of Nehemiah. Und er kann der Bruder von Nehemia gewesen sein. So if these reforms were happening amongst the Jews in Jerusalem, Also da, wo diese Reformen unter den Juden in Jerusalem passiert sind, then it would make sense that the Jews in other parts of the country want to carry out the same reforms. da wäre es auch möglich, dass Juden woanders die gleichen Reformen ausleben wollten. And so then there's a repopulation of the city. Jetzt kommen wir zu einer Neubesiedlung der Stadt. And now you see the bulk of the city is from 3 tribes, from Judah and from Benjamin and Levi. Jetzt haben wir den Großteil der Gemeinschaft, der besteht aus 3 Stämmen, Judah, Benjamin und Levi. The tribe of Simeon got swallowed up with Judah. Und der Stamm Simeon wurde in dem Stamm Judah mit eingeschlossen. So they were part of Judah. Sie waren also Teil des Stammes Judah. But it seems if you look back to 1 Chronicles 9, 1b to 3, Wenn ihr aber 1. Chronik 9, 1-3 lest, there were some representatives from Israel as well, es gab auch ein paar aus dem Nordreich Israel mit dabei, from the northern tribes. von dem Nordreich. So whether they were poor people who had remained in the land Also ob das jetzt Arme waren, die im Land blieben and then came and joined them, und ihnen dann angeschlossen sind, that's possible. But it states there was some from the northern tribes. das kann sein, aber auf jeden Fall waren da welche aus dem Nordreich mit dabei. And then the priests and Levites were listed, Die Priester und Leviten wurden nach ihrer Abstammung aufgelistet. and you also have the traditional performance of the choirs. Und ihr habt auch die traditionelle Aufführung von den Chören. So that was reinstated like in the past. Und die wurden wieder eingesetzt wie auch vorher. When I say antiphonal, Wenn ich meine antiphonisch, it's when there's 2 people, one saying one thing and the other saying another. dann heißt es, die eine Person sagt was und die andere sagt was anderes. So it would be sung or recited by 2 groups of people. Also es würde gesungen oder vorgelesen werden von 2 Gruppen von Leuten. And they still have that in churches today. Und es gibt es heute immer noch in der Kirche. It's often the priest who sings something and then there's a chorus. Da gibt es den Priester, der singt was und dann der Chor, der was So singt. they didn't have worship teams, but they did have choirs. Da gab es keine Lobpreisteams, aber Chöre. That's in the Catholic Church. Yeah. And Anglican. So then we're in chapter 12, Jetzt sind wir in Kapitel 12. and we have the dedication of the wall. Da haben wir die Fertigstellung der Mauer. And the narrative resumes in the first person, Die Erzählung geht weiter in der ersten Person. and there is the ceremonies of purification, Und da gibt es die Zeremonie der Reinigung. and they were conducted for the people and for the walls.
Und da ging es um die Mauern, and also for the gates. um die Tore. And this would probably be done with a sprinkling of blood and water, Und die würden durch Blut und Wasser gereinigt werden, as it was said in the Torah. wie es schon in der Tora stand. Excuse me. No, okay. And then there's the twin procession of choirs. Und die zwei gleichen Züge von Chören und Musikern, die es da gab. And there's musicians as well. Da gab es Musiker. And one's led by Ezra, Der eine wurde von Ezra geleitet and one is led by Nehemiah. und einer von Nehemia. And they go in opposite directions around the walls. Und sie liefen in entgegengesetzter Richtung um die Mauern herum. And you remember how wide the walls are. Und ihr wisst, wie breit die Mauern waren. And so then they meet at the temple, Also treffen sie sich im Tempel. and there's more worship and celebration. Und da gibt es noch mehr Lobpreis und Feiern. And so we come to the close of the book of Nehemiah. Jetzt kommen wir zum Ende von Nehemia. And so there's these final measures to bring the community in line with the Torah. Da gibt es die letzten Maßnahmen, die Gemeinschaft in der Tora auszurichten. So you'll see that supervisors were appointed, Ihr könnt also sehen, dass Aufsichtspersonen ernannt wurden. and they need to manage the various offerings. Und sie mussten die verschiedenen Gaben verwalten. So the priests and the Levites are supported, Die Leviten und die Priester wurden unterstützt. and also the choirs and the other temple staff. Und auch die Chöre und anderen Tempelmitarbeiter. And then during the public reading, it's discovered that the foreigners were forbidden to come Während dem öffentlichen Lesen der Schrift durften keine Fremden kommen. into any place of the assembly of worship. Sie durften nicht an den Ort der Versammlung kommen. And so the foreigners are expelled. Also wurden die Fremden, sie mussten draußen bleiben. You'll see in the New Testament in the temple there is a special area for Gentiles. Ihr seht es auch im Neuen Testament, denn da gibt es im Tempel einen bestimmten Bereich für die Ausländer. So Jews would go into the inner court, Die Juden konnten also in den inneren Vorhof gehen and Gentiles who are worshippers of God would be in the outer court. und die Nicht-Juden, die Gott angebetet haben, die wären im äußeren Hof. And Nehemiah is recalled by Artaxerxes, Nehemia wurde von Artaxerxes nach Mesopotamien beordert. so he goes back to serve the king. Also geht er zurück, um dem König zu dienen. And it seems that one of the priests has invited an Ammonite official to use one of the rooms in the temple area. Und es schien, dass einer der Könige den Ammonitern erlaubt hat, im Tempel zu sein. And so Nehemiah is furious that this has been allowed. Und Nehemia gefällt es gar nicht, dass das erlaubt wurde. And he turns him out. Also schickt er ihn raus. Oh, okay. And then there's also this section about the Sabbath. Und da gibt es auch den Abschnitt über den Sabbat. He's discovered that the Levites haven't been cared for, Es wurde herausgefunden, dass sich nicht um die Leviten gekümmert wurde. and so they should be provided for while they're serving in the temple. Aber es sollte sich um sie gekümmert werden, da wo sie im Tempel gedient haben. But this hasn't been done, so they've been forced to go back to farming, Aber das wurde nicht getan, also mussten sie zurück zu ihren Höfen gehen, just in order to survive. damit sie überleben konnten. And Malachi talks about this as well. Und Malachi redet auch darüber. And there's these Phoenician merchants who have been allowed to set up booths on the Sabbath. Und da sind auch die phönizischen Händler, die den Sabbat gebrochen haben. So they've violated the Sabbath, Die brachen den Sabbat. and then the Jewish people, not wanting to be outdone, have followed.
Und die Juden sind dem auch nachgegangen. So he corrects this violation. Also korrigiert er diesen Bruch. And so Nehemiah closes the gates so that they can't come and start trading. Nehemia schließt die Tore, sodass sie keinen Handel tun können. But they try and get around that anyway. Aber sie versuchen dem zu entgehen. And so guards are stationed so that they can't come and defile the Sabbath day. Also Gott will auch, dass sie nicht den Sabbat entheiligen. So there's still this intermingling of the nations trying to take the Jewish people away from worshipping God. Da gibt es immer noch, dass sich das Volk der Juden mit anderen Völkern gemischt hat And living according to their customs. und dass sie ihren eigenen Regeln gefolgt sind. And Nehemiah comes and puts that back into place, that the Jews need to worship God alone. Aber Nehemia kommt und ermahnt sie nochmal und sagt, die Juden müssen allein ihren Gott anbeten. So it seems this marriage between Israelites and non-Israelites kept going on. Also die Ehe zwischen Israeliten und Nicht-Israeliten, die ging weiter. Nehemiah gets incredibly angry, Nehemia wird unglaublich wütend and he compels them again to swear an oath to stop this. und er bittet sie nochmal mit einem Eid, dass sie aufhören müssen. And he purifies the priesthood of everything holy. Und er spricht die Priesterschaft nochmal neu. Everything foreign, sorry, to make it holy. Er sagt nochmal neu, dass die Priesterschaft heilig gehalten werden soll und ja. Behind. So we just have Nehemiah's final prayers. Also haben wir jetzt Nehemias letzte Gebete. And he says, remember me for this, my God, and do not blot out what I have so faithfully done for the house of my God and its services. Er sagt, gedenke deshalb meiner, mein Gott, und vergiss die Treue nicht, die ich dem Haus meines Gottes und dem Dienst mit ihm erwiesen habe. Remember me for this, O my God, and show mercy to me according to your great love. Gedenke auch dieser guten Tat, mein Gott, und hab Erbarmen mit mir in deiner großen und beständigen Liebe. Remember me with favour, O my God. Gedenke meiner zu meinem Besten, mein Gott. So he's still praying for himself and he's still praying for others. Also er betet immer noch für sich selber und für andere. Constantly on his heart is prayer. Was immer noch auf seinem Herzen ist, ist das Gebet. And so I mentioned at this time Und ich habe das schon genannt gerade. Malachi, but before we go on to Malachi, does anyone have any questions? Ja, bevor wir jetzt zu Malachi gehen, hat jemand irgendwelche Fragen? So we'll move to Malachi, Also kommen wir zu Malachi. which is the last one of the prophets. Und das ist der letzte der Propheten. So he's the last prophetic voice. Er ist die letzte prophetische Stimme. And he speaks out condemning the sins of the people. Und er spricht und verurteilt die Sünden der Leute. And he rebukes them because they doubt God's love for them. Und er ermahnt sie, denn sie sehen Gottes Liebe nicht für sie. And both the priests and the people are unfaithful. Sowohl die Priester als auch die Leute sind nicht mehr treu. And their worship has become formulaic and they don't take the law seriously. Ihr Lobpreis ist ja nur noch leer und sie nehmen das Gesetz nicht ernst. And in this time he assures them that God is faithful, In dieser Zeit versichert er ihnen, dass Gott treu ist, that the Lord is coming, dass Gott kommt and that he's going to send a prophet like Elijah. und dass er einen Propheten schicken wird wie Elia. And this person he's referring to is John the Baptist. Und die Person, auf die er sich bezieht, ist Johannes der Täufer. And you'll see in the New Testament that Jesus says, Und ihr werdet im Neuen Testament sehen, wie Jesus sagt, one like Elijah has come. einer wie Elia ist gekommen. And he's referring to John the Baptist. Und er bezieht sich da auf Johannes den Täufer. And this is
who Malachi is referring to. Und das ist der, auf den sich auch Malachi bezieht.